Halli, hallo, liebe Motorradtourenfreunde. Euer Motorradtourer grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video in die schöne Schweiz. Die Barbara, der Bernhard mit ihrer Moto Guzzi V100S, der Siggi mit seiner Moto Guzzi V85 und ich mit meiner Stelvio haben uns Mitte Juli verabredet in Hohenems, um eine gemeinsame Tour in die Schweiz zu fahren. Die schönsten Pässe sollten auf uns warten. Los ging's nach Wattwil und wir folgten dann der Straße nach Glarus und sind dann über den 1952 Meter hohen Klausenpass nach Wassen gefahren. Ihr seht ja schon auf dem Einspieler, was los war. Also das Wetter, da hatten wir diesmal bei der Anfahrt und auch am nächsten Morgen ein bisschen den Griff ins Klo. Aber als Motorradfahrer kann einem das passieren. Und wir alle waren natürlich entsprechend ausgerüstet mit Regenkleidung, mit Überzügen und so weiter. Also von dem her ging's, aber es war nicht ganz so einfach über die Pässe drüber. Außer Regen hatten wir leider auch noch etwas Sturm, der die ganze Nacht bleiben sollte. Aber muss man aushalten, wir sind ja nicht aus Zucker. Also eine tolle Tour und da haben sich jetzt wieder 4 Menschen gefunden. Die Moto Guzzi Menschen sind einfach vom gleichen Schlag, das hat super gepasst. Und wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ein schönes Video, eine schöne Zusammenfassung wartet auf euch mit irren Landschaft. Die Tourdateien könnt ihr natürlich von mir bekommen, müsst ihr halt per E-Mail anfragen. Und jetzt beginnen wir erstmal mit der Strecke von der Anfahrt ab Hohenems. Der Siggi und ich haben uns heute früh getroffen und wir fahren jetzt gemeinsam die A7 runter und wechseln dann zur A96 und fahren dann über den Pfändertunnel bis nach Hohenems, wo die Barbara und der Bernhard in einem Hotel übernachtet haben. Die warten auf uns. Wir werden gegen 10 Uhr dort sein und dann kann es gemeinsam losgehen. Jetzt fahren wir den Hölzliesberg hoch, Richtung Schwägalb. Geile Straße, wirklich eine geile Straße. Hier kommen wir jetzt zur Waldstraße Richtung Gams. Also ich habe ja wirklich mit allem gerechnet, aber dass wir unterwegs noch ein Stück Schotter unter die Räder bekommen, das habe ich mir nicht gedacht. Also musste ich erst mal fragen, aber für die Mitfahrenden war es kein Problem, diese 3-4 Kilometer auf Schotter zu absolvieren. Und das ist ja bei mir immer so, ein kleiner Schotteranteil ist ja immer dabei. Also passt schon. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, die Routeführung ist etwas anders wie auf der Karte angezeigt. Ganz einfach, weil der Grenzübergang, das war das erste Zwischenziel, gesperrt war. Und so sind wir dann Richtung Appenzell gefahren und jetzt fahren wir weiter Richtung Gebbertingen, Kaltbrunn nach Glarus und weiter dann Schwandern-Nidvorn zum Klausenpass. Wirklich auch eine sehr schöne Strecke. Gut, Verkehr war so einigermaßen an dem Tag, aber hat schon gepasst. Man muss halt in der Schweiz immer dieses eine Auge auf dem Tacho haben. So Leute, auf geht's zum ersten Hochgebirgspass an diesem Tag. Wir fahren jetzt vom Kanton Glarus in den Kanton Uri und zwar über den 1948 Meter hohen Klausenpass. Landschaftliche Schönheit, grandiose Blicke auf dem sehr anspruchsvoll zu fahrenden Klausenpass, weil sich die Straße extrem verengt. Wir haben heute wirklich Glück, weil das Wetter nicht so top ist und somit auch sehr wenige Motorradfahrer unterwegs sind. Also, wenn ihr Spaß dran habt, kommt mit und schaut einfach zu.
Ihr seht schon, es kommt, was kommen muss. Also wenn ich mir mal das Visier ganz zumache, heißt, es regnet schon richtig. Und ja, ob das besser wird, wissen wir nicht. Aber jetzt ziehen wir mal vorsorglich die Regenklamotte an, weil es sieht echt dunkel aus hier. Also, das machen wir jetzt und dann geht's weiter. Ja, und jetzt wird wieder die Frage der Fragen kommen. Haben denn die keine gescheite Klamotte an? Ja, also ich kann euch sagen, ich habe schon viele Tests darüber gemacht und egal ob Gore-Tex oder auch Laminat, wenn ihr permanent in diesem Regen fahrt, wie hier, ist zwar so eine Laminatjacke natürlich auch dicht, aber zum einen ist es natürlich angenehmer, wenn ich nochmal eine Lage drauf habe, zum anderen wird natürlich so ein Überzug, eine Regenkombi, das doch deutlich besser ab und ich habe es halt hoch in der Kragen und auch über die Handschuhe. Und wegen dem, wenn so regnet, ganz klar eine Regenkombi für mich, erste Wahl und auch für die anderen. Bei nicht gerade perfektem Motorradwetter sind wir jetzt in Klausen runtergefahren nach Altdorf und fahren jetzt weiter nach Innertkirchen, wo wir dann rechts Richtung Sustenpass abbiegen werden. Das Wetter spielt uns nicht gerade gut mit. Zu dem Regen ist jetzt auch noch starker Wind dazugekommen. Na, wenn das Wetter mal wieder so richtig Lust auf eine Motorradtour macht. Viel Regen, starker Wind und kein bisschen Sonne. Dann geht's für uns von Wassen aus zum 2260 Meter hohen Sustenpass im Kanton Bern. Bei strahlendem Sonnenschein ist die Auffahrt natürlich ein echtes Highlight. Da kann man die Berge und die Aussicht so richtig genießen. Aber bei diesem Wetter, boah, da sieht es eher aus wie eine echte Konzentrations- und Balanceübung. Quasi ein Balanceakt auf 2 Rädern. Aber naja, ich bin jetzt den Sustenpass, glaube ich, das 5. oder 6. Mal gefahren und ich hatte auf diesem Platz noch nie Sonne. Aber das soll sich im Verlauf dieser Woche noch ändern. Ja, und nachdem wir jetzt bei diesem tollen Wetter Innertkirchen erreicht haben, geht's weiter. Der nächste Pass steht vor uns, der Grimselpass, 2164 Meter hoch. Leider sind jetzt bei diesem verregneten Tag erst die Helmkamera ausgefallen, dann die Frontkamera ausgefallen und dann hat auch noch die Heckkamera den Geist aufgegeben. Aber wem will man es verdenken bei diesem schlechten Wetter? Nachdem wir oben sind auf dem Grimselpass, fahren wir dann noch die 6 Kilometer die Grimsler Panoramastraße zum Berghaus Oberaar auf 2350 Meter. Und da werden wir dann übernachten. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, danke, dass ihr dabei wart und dieser spannende Tag für die Anfahrt. Morgen geht es dann weiter. Das nächste Video folgt. Und ja, bleibt einfach dran und seid gespannt auf das nächste Video. Ich freue mich, dass ihr da wart. Bis bald, euer Motorradtour. When we were together.
Hallo Leute, guten Morgen hier vom Oberaar-Gletscher in der Schweiz am Grimselpass. Herzlich willkommen zur Schweizer Hammertour Teil 2. Und los geht's über die Grimsler Panoramastraße zum Grimselpass und Abfahrt nach Gletsch. Dann fahren wir auf den Furka-Pass, auch genannt James-Bond-Straße. Warum, zeige ich euch. Dann geht's weiter zum Oberalp-Pass. Das Wetter sollte da immer schlechter werden. Dann fahren wir südlich den Lugmanier. Weiter geht's dann zum Pass der Pässe, dem alten St. Gotthard, wo wir die Tremola mit ihrem Kopfsteinpflaster hochfahren werden. Da setzt man Endorphine frei und da freut einen der ganze Tag und man vergisst auch den Nebel vom Vortag. Zurück fahren wir dann den Nufenen und wieder den Grimsel hoch zu unserem Hotel am Oberaar-Gletscher. Wenn euch das interessiert, bleibt da dran. Ich würde mich freuen. Es warten grandiose Landschaftsaufnahmen und Fahrtszenen auf euch. Also, viel Spaß beim Anschauen. Bevor es jetzt losgeht, hier die Karte mit der Streckenführung. Und am Ende des Videos erhaltet ihr eine kleine Zusammenfassung der Tour und da sage ich auch noch was zum Video selber. So, wir fahren jetzt los. Oberaar Gletscher. Mal da runter. Eieiei, ist das eine Schaustellung. Also da willst du nicht runterfallen, mein Lieber. Also da vorne, da wartet nichts Vernünftiges auf uns. Nach hinten ist das Wetter ja toll. Aber wir werden sehen. Wir fahren ja nachher noch Gletsch runter und ja, vielleicht wird es ja da besser. Auf jeden Fall, gestartet sind wir jetzt hier im Berghaus Oberaar. An der Panoramastraße Oberaar, wie sie richtig heißt. Zu beachten ist für alle, die mal hierher wollen, der 10-Minuten-Zyklus von der Zufahrt und von der Wegfahrt. Also ihr könnt von Grimselseite immer zur vollen Stunde fahren, 10 Minuten, und die Rückfahrt ist immer bei der halben Stunde 10 Minuten. Wird geregelt über eine Ampel und wird auch, wie die sagen, kontrolliert. Das Befahren selber ist kostenfrei, aber das haben die Schweizer natürlich wieder richtig gemacht. Es sind 10 Schweizer Franken Parkgebühr fällig, wenn ihr am Berghaus Oberaar oder unten am Parkplatz am Gletscher parken wollt. Die Trassenführung, das ist natürlich phänomenal, wirklich. Setzt aber natürlich schon voraus, dass man echt schwindelfrei ist und auch ein bisschen, ja, also dass man nicht gerade Neuling ist, weil erstens ist es sehr schmal. Und zum anderen, der Belag ist natürlich auch nicht der beste. Und zum dritten sind die Brüstungen wirklich sehr nieder. Also da darfst du wirklich nicht runterfallen, definitiv nicht. Wer da nicht mit dem Motorrad fahren möchte, kann auch von Grimsel, also von der Passhöhe aus, mit der Oberaarbahn dorthin fahren. Dann hat man natürlich auch schon die Parkgebühr gespart, aber das macht halt nicht so viel Spaß. Faszinierend. Als wir losfuhren, sah das ja echt noch besser aus. Aber ihr seht es selber, jetzt kommt was uns den ganzen Vormittag begleiten sollte. Nieselregen, Nebel und schlechte Sicht. Wie so oft im Hochgebirge haben wir eine Hochnebellage. Das heißt, die Spitzen der Berge sind in wirklichem Nebel. Wir fahren jetzt runter nach Gletsch. Dort soll es ja auch etwas besser werden. Vielleicht kommt auch die Sonne raus. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und dann geht es weiter auf die James-Bond-Straße. Also zum Furka-Pass. Bleibt dran! Hier oben seht ihr schon das Belvedere Hotel, wo wir jetzt hinfahren. Mensch, ich bin ganz erschrocken von dem Gletscher. Von dem Rhone-Gletscher, da ist wirklich kaum mehr was übrig. Letztes Jahr war das echt noch eine andere Nummer und dieses Jahr sieht man gar nichts mehr. Schlimm, schlimm. Links abbiegen in die Furka-Straße.
Hier rechts sieht man jetzt ganz gut die Passstraße vom Grimselpass runter, wo wir jetzt gerade runtergefahren sind. Hier links im Bild zu sehen ist ja bzw. war der weltbekannte Rhone-Gletscher. Wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts mehr. Umwelteinflüsse haben den wirklich wegschmelzen lassen. Auf dieser Aufnahme sieht man recht eindrucksvoll die Trassenführung bis zum Hotel Belvedere. Und jetzt geht's zum wohl berühmtesten aller Passhotellen, das in Schweizer Präzision hier in die Kurve gebaut wurde. Das Belvedere steht für goldene Zeiten der Schweizer Hotellerie und mit dem schwierigen Umgang der Erben damit, denn es ist seit Jahren geschlossen. 1960 raste hier noch James Bond hinter Goldfinger her, damals noch auf unbefestigten Wägen, und das ist so bekannt geworden, das Hotel, also hatte einen unglaublichen Hype und jetzt vergammelt es vor sich hin. Sowas von schade. Ja, der Volkerpass, 2429 Meter hoch, verbindet die Kantone Wallis und den Kanton Uri. Ganz wichtig, er ist die europäische Wasserscheide zwischen Mittelmeer und Nordsee. Also dieser Pass erscheint erstmalig schon zur Römerzeit. Also unglaublich lange, also im 13. Jahrhundert sind da schon Waren über diesen Gletscher und über diesen Pass transportiert worden. Das ist unfassbar. Und diese Szene vom James Bond, die ich euch eingeblendet habe, die wurden bereits 1964 dort gedreht. Irre. Also es ist einfach irre, wie lang das alles schon her ist. Also genießt einfach die Fahrt darüber. Man sieht jetzt hier in den Bergen, wie schnell da das Wetter umschlagen kann. Vorher hatten wir noch Sonne pur und jetzt unglaublich, unglaublich. Also wir fahren jetzt in einer Suppe nach Andermatt und weiter zum Oberalpass. Also manchmal habe ich gedacht, ich sehe nicht immer mehr das Vorderrad. So schlimm war das. Übrigens, das löst natürlich in den Kameras viel besser auf, wie das menschliche Auge wahrnimmt.
von Andermatt bis zum Oberalp-Pass gibt es so gut wie keine Aufnahmen, weil das war wirklich sinnlos, weil wir hatten oft eine Sichtweise von 5 Metern, 10 Metern, ihr seht auf den Bildern, also das war kein Spaß, wir mussten da wirklich hochkonzentriert fahren und ja, nach dem Oberalp-Pass, ich kann so viel versprechen, es war wie wenn jemand den Nebel wegschiebt. Dann freuen wir uns jetzt, wenn wir runterkommen und auf Sonne pur. Nachdem wir jetzt wirklich sehr froh sind, diese Nebelwand durchfahren zu haben, fahren wir jetzt südlich Richtung Bellinzona auf den 1917 Meter hohen Lukmanierpass. Der verbindet Graubünden und das Tessin, 1877 erbaut und ganzjährig geöffnet, das heißt auch sehr gut ausgebaut. Die Sonne ist da. Weiter geht unsere Tour abwärts vom Lukmanier, der ja jetzt nicht ganz so spannend zu fahren war, aber bei tollem Wetter mit tollen Aussichten verwöhnte. Wir fahren dann weiter bis Biasca auf der 416 und biegen dann rechts ab Richtung St. Gotthard. So im Nachhinein betrachtet hätte man da vielleicht auf die Autobahn fahren sollen, weil diese permanente Fahrt auf der Landstraße, da gibt es keine Kilometer, da kommst du nur sehr langsam voran, weil sehr viele kleine Ortschaften sind, also normalerweise ab auf die Autobahn, die Pässe fahren und wieder runter. Das wäre vernünftig gewesen, haben wir jetzt nicht gemacht, also fahren wir Landstraße. Jetzt haben wir 14 Uhr und bei bestem Wetter haben wir jetzt Airolo erreicht. Weiter geht's für uns jetzt auf den legendären St. Gotthard Pass. Und zwar fahren wir das Kopfsteinpflaster hoch. Also eine perfekte Strecke, also wirklich ganz toll zu fahren, wenn es trocken ist. Hier links übrigens geht's zur Verladestation für die Bahn. Hier haben wir übrigens die Transitstelle vom St. Gotthard Pass. Also das heißt, ihr seht geradeaus, da haben wir die Autobahn. Wir fahren jetzt aber die Tremola hoch. Das ist der alte St. Gotthard Pass mit dem legendären Kopfsteinpflaster. Da geht es jetzt auch oben an die gleiche Stelle wieder. Also die Autobahn und der Tremola Pass oben kreuzt sich wieder.
So, und jetzt sind wir also oben auf dem 2091 Meter hohen St. Gotthard de Remola. Dieser legendäre Pass war seit dem Mittelalter die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Und 1980 wurde der Autobahntunnel eröffnet und die Tremola-Straße damals, die auch heute noch mit Granitsteinpflaster belegt ist, war damals, also bis zu diesem Zeitpunkt, nicht ganz einfach zu befahren. Bei nassem Wetter sagten die Schweizer immer, sehr mit Vorsicht zu genießen oder am besten ganz meiden. Wenn auch die Streckenführung grandios ist. Genießt einfach die Fahrt. Die A2, dann rechts halten. Von Airolo aus fahren wir jetzt weiter Richtung Ulrichen. Dazwischen ist der 2478 Meter hohe Nufenenpass. Den fahre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Das ist der höchste rein Schweizer Pass. Und traumhafte Aussichten auf der Passee sollen uns erwarten. Also viel Spaß beim Mitfahren. Am laufenden Pass oben. Schaut euch mal das an. Ei, 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 ei.
Mein Gott, war das eine geile Abfahrt jetzt. Und jetzt sind wir in Ulrichen und fahren von Ulrichen die Vorkarlstraße bis nach Gletsch, wo wir dann links zum Grimselpass abbiegen und wieder hochfahren in unser Hotel. Hier links oben übrigens, da sieht man recht gut die Trassenführung des Grimselpasses. In 700 Metern links abbiegen auf die 6. Links abbiegen auf die 6. Es ist ja wirklich unglaublich, wie schnell sich doch hier oben das Wetter ändern kann. Ihr habt ja gesehen, unten Sonne pur und hier oben extrem schlechte Sichtverhältnisse. Und wir fahren jetzt weiter zu unserer Übernachtungsstelle am Berghaus Oberaar und dazu müssen wir diese Grimsler Höhenstraße fahren. Und ihr seht, oben habe ich es eingeblendet, jeweils die Zufahrt zur vollen Stunde und die Rückfahrt zur halben Stunde, habe ich ja schon gesagt. Wenn ihr auf der Uhr unten rechts mal schaut, seht ihr, müssen wir halt noch ein paar Minuten warten und dann kann es losgehen. Und dann soll uns wieder eine Überraschung erwarten. Während wir hier warten, noch kurz ein paar Angaben zum Grimselpass. Bereits Ende der 20er Jahre entstanden zahlreiche Bauwerke für die Produktion von Elektrizität. Und 1932 wurden die Staumauern am Grimselsee aufgestaut. Es wurde immer wieder gebaut hier oben. Aber es hat natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Aufgrund dem Bau der Anlagen zur Energieversorgung geriet der Grimselpass in den 20er und 30er Jahren immer wieder in den Fokus der Militärstrategen. Auf beiden Seiten des Passes schützen daher Infanteriewerke den Pass und die Bauwerke. Während des Krieges wurde immer wieder versucht, das alles zu sprengen, was nicht gelang. Aber es war natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit.
Es ist nicht zu fassen. 2 Kilometer nach der Passhöhe, wieder bestes Wetter. Und jetzt werden wir das mal in Bilder ein bisschen festhalten und fahren dann weiter bis zum Stausee bzw. zum Hotel. Genießt die irre Aussichten hier oben. Das war sie also, die Schweizer Hammertour. Dieser eine Tag mit zig Pässen, das war doch wirklich ein ganz, ganz toller Tag, wenn es auch ziemlich schlimm mit Nebel angefangen hat. Ich hoffe jetzt, dass das Video für euch ansprechend und informativ gleichermaßen war. Und klar, der Videoschnitt ist natürlich nach meinen Gedanken entstanden und ich habe versucht, es so zusammenzufassen, dass es für jeden was bietet und auch nicht so langweilig wird, wenn man es anschaut. Ich möchte euch noch über ein, zwei Sachen informieren, die vielleicht für euch auch von Interesse sind. Zum einen die Übernachtung im Berghaus Oberaar. Ich hatte ja die Zimmer schon sehr lange im Voraus gebucht, weil es dort einfach recht schwierig ist, Zimmer zu bekommen, und wir wollten einfach mal diese Lage da oben testen. Grundsätzlich ist es natürlich sehr spartanisch ausgestattet, das heißt, es gibt keine Toiletten auf dem Zimmer, das sind immer Etagenklos und so weiter, das muss man mögen. Zum anderen hat man permanent versucht, uns noch mehr Geld abzunehmen. Ich hatte dreimal im Vorfeld angefragt, was denn jetzt die Zimmer kosten für alle, und da hieß es immer, bezahlen geht nur, wenn man vor Ort ist. Und dann waren wir vor Ort und dann habe ich per E-Mail eine Preiserhöhung bekommen. Das heißt, die wollten dann so abrechnen, dass ein Zimmer, wenn da 2 Betten drin sind, auch immer für 2 Personen abgerechnet werden soll. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe jetzt dieses Hotel komplett aus meiner Liste gestrichen und werde auch nicht mehr hingehen. Ich habe das im Nachgang reklamiert, die haben mir auch geschrieben und haben mir einen Gutschein geschickt, aber das fand ich alles nicht so korrekt. Zum Zweiten wollte ich nochmal auf das Thema Musik beim Video kommen. Es haben mir beim letzten Mal wieder einige geschrieben, ja, die Musik und so, ja, grundsätzlich Musik immer eine persönliche Geschmackssache. Und ich habe 2022 ja mal eine Umfrage gemacht, wer denn lieber das Motorgeräusch hören möchte oder lieber die Musik hören möchte. Und über 80% haben wir damals geschrieben, also dann doch lieber mit Musik, das andere wird immer langweilig, wenn man es anschaut, und das finde ich auch, und wegen dem ist es so. Und der Musikgeschmack ist eine reine persönliche Sache, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, also ihr braucht mir da nicht schreiben, wenn euch die Musik nicht gefällt, dann schaltet ihr einfach ab, das ist doch am einfachsten. Es gibt ja diesen Ausspruch, liebe Menschen haben halt ihre Lieder, und nach dem handle ich. Und jetzt eine kleine Zusammenfassung der Tour. Ja, die Tour über den Grimselpass, Volkerpass und wie sie alle heißen am heutigen Tag, das war schon eine bleibende Erinnerung auf jeden Fall. Diese Pässe gehören meiner Meinung nach zu den schönsten in Europa. Die französischen Pässe in den Westalpen finde ich zwar noch schöner, aber die Schweiz hat natürlich was ganz Besonderes, weil oft der Belag super ist und auch die Straßenbreite wirklich echt gut ist. Also wenn man hier fährt bei strahlend blauem Himmel, setzt der Körper garantiert Endorphine frei. Man hat atemberaubende Ausblicke und eine faszinierende Geschichte, die man beim Vorbeifahren an den alten Bauernhöfen wirklich entdecken kann. Der Verkehr auf den Pässen ist angenehm überschaubar. Bei Regen muss man sehr vorsichtig sein, das hatten wir ja auch genügend, da die Straßen sehr rutschig werden können. Speziell der St. Gotthard ist dann nicht zu empfehlen. Insgesamt ist die Tour ein unvergessliches Erlebnis, bei gutem Wetter, pure Freunde und ein Erlebnis, das man nicht mehr vergessen wird. Also, ansonsten war es super, dass ihr dabei wart, ansonsten war es super, dass ihr durchgehalten habt. Ganz toll wäre natürlich ein Daumen nach oben oder ein Abonnement des Kanals, und über einen Kommentar freue ich mich natürlich immer sehr, und der wird auch von mir gelesen und auch beantwortet. Also, nochmal danke, dass ihr dabei wart. Bis bald, euer Motorradtourer. Tschüss.
Ja, guten Morgen, liebe Leute. Euer Motorradtour grüßt euch zum letzten Tag unserer Schweizer Hammertour. Also, wir starten heute früh am Berghaus Oberaar und fahren dann die gewohnte Panoramastraße bis zum Grimselpass. Weiter geht's das erste Mal bei schönem Wetter über den Sustenpass nach Wassen. Und dann haben wir uns entschlossen, die A2 zu nutzen bis Sissikon, um ein paar Kilometer zu machen und etwas Zeit zu sparen. Wir fahren dann ab über den mir völlig unbekannten Bragelpass, aber da sollte was auf uns warten, das müsst ihr wirklich im Video anschauen. Super interessant zu fahren, super schmal und super schön. Die wunderschöne Abfahrt vom Bragelpass ging dann vorbei am Klöntaler See bis nach Netztal. Über kleinste Straßen fuhren wir dann zurück Richtung Bregenz, wo wir dann über die Schwägalp nochmal ein Highlight des Tages mitnahmen. Weiter ging es für uns dann bis nach Hohenems und da ging es dann auf die Autobahn Richtung Deutschland und der Heimweg ist angetreten. Ein super Tag bei einer tollen Streckenauswahl. Also, danke, dass ihr dabei seid. Ich wollte noch kurz anmerken, dass die Barbara und der Bernhard sich jetzt von uns verabschiedet haben. Die fahren jetzt weiter Richtung Simplonpass und wir fahren ja die andere Richtung. Es war toll mit euch. Die Tour war wirklich super. Also, vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Danke auf jeden Fall für alles. Also es läuft. Jetzt kommt der Uli dahin. So, hallo, liebe Motorradfreunde, Motorradtourer unterwegs hier am Oberaar-Gletscher in der Oberaar-Hütte. Leute, da müsst ihr mal her. In der Motorradzeitung stand, das ist eine abenteuerliche Abfahrt. Ich kann eins sagen, wenn ihr nicht schwindelfrei seid, könnt ihr das total vergessen. Rauf, runter, sehr schmal und immer nur 10 Minuten befahrbar, rauf und runter, also kein Gegenverkehr. Wir haben halt hier genächtigt, also echt so eine richtig alte Hütte, aber ja, ist modern eigentlich. Ein bisschen laut war es, jeden Tapser hast du gehört, wer was gehört von meinem Hund, der hat 100 Mal eingeschlagen hat, das, aber wir haben alle gut geschlafen. Dahinter seht ihr den Gletscher, was der übrig ist davon. So, guten Morgen Leute, letztes Mal, hier, los, Oberaar. 10-1 Apple, take 1.
Da fahren wir jetzt da herunter, das ist jetzt der Grimselpass, so fahren wir jetzt Richtung Sustenpass. Scene 1, Apple, take 2. Und das ist der Stausee, das ist die Staumauer, wo man da von unten sieht. Also der zweite große Stausee, wo die ihren Strom machen. Also beachtliches Bauwerk, das ist Grimselhospiz da unten. Da fahren wir jetzt da runter, da unten rum und dann geht's runter und ja, das ist ideal heute. Das Wetter perfekt. So, und jetzt fahren wir diesen mega Grimselpass abwärts nach Innertkirchen. Bereits zur Römerzeit war dieser Pass bekannt. Die Scheitelhöhe ist 2164 Meter und da oben sind ja die ganzen Stauseen untergebracht, die zur Stromgewinnung dienen. Der Grimselpass ist für mich einer der schönsten in der Schweiz überhaupt und verbindet das Wallis mit dem Kanton Bern. Also hier links am Ende der Staumauer, da ist wohl das älteste Schweizer Gasthaus, bereits 1142 urkundlich erwähnt. 1932 machten sie es beheizbar und ja, dieses Grimselhospiz, das gehört auch zur Grimsel Hotelgruppe und ich hatte in dem Video gestern schon gesagt, dass es da ein bisschen Probleme mit der Abrechnung gab, wegen dem werde ich die in Zukunft meiden aber ansonsten, das liegt natürlich hier in den Fels gebaut hinten, wirklich genial und das sieht super aus. Das gesamte Haus wird mit Abwärme aus der Stromproduktion beheizt. Also es ist liegt schon sehr majestätisch über dem Grimselstausee. Auch mal ein Halt wert und ein paar Fotos. So, und für mich kommt jetzt eine kleine Premiere. Innertkirchen haben wir ja passiert und jetzt geht es Richtung Sustenpass. Da bin ich mit Wolfgang schon drüber, mit Michael schon drüber, alleine schon drüber und mit Bernhard und mit Sigi schon drüber. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal war extrem schlechtes Wetter. Heute ist das erste Mal, dass ich da bei Sonne drüber fahre. Also, jetzt bin ich selber gespannt, weil alle sagen ja, der sei so super zu fahren. Ich bin gespannt, ihr bleibt dran und habt Freude dran. Ich hab sie auf jeden Fall gehabt.
Der Straße Dustenpass folgen. Aufnahme. So, jetzt sind wir oben am Susten und seht ihr mal hier, fahren wir jetzt runter. Eine tolle Straßenführung und für mich das erste Mal, dass es hier trocken ist. Ja, jetzt weiß ich ja, warum dieser Pass auf Platz 1 in dem Motorradmagazin gewählt wurde. Also ihr seid selber. Also für mich ist es jetzt wirklich, obwohl ich den schon so oft gefahren bin, ein völlig anderer Pass. Die Aussichten, die Felsformationen und alles, was man sieht und wahrnimmt beim Motorradfahren, einfach genial und großartig. Echt super. So, den ganz tollen Sustenpass bei schönem Wetter haben wir jetzt hinter uns. Wir tanken jetzt in Wassen nochmal voll, bevor wir dann diese 50 Kilometer auf der A2 über Schwitz. Und da fahren wir dann runter, da werden wir dann auch einen kleinen Kaffee trinken und fahren dann auf den Bragi-Pass. Da wartet eine Überraschung, diesen Pass, den ich überhaupt nicht kannte vor und auch nicht auf dem Schirm hatte. Ganz toll zu fahren, da bleibt ihr dran und schaut es an. Jetzt fahren wir gerade in den Kanton Schwyz, hier links am Vierwaldstätter See entlang. Natürlich hier Verkehr ohne Ende, an Überholen ist da echt nicht zu denken. Und bevor es jetzt auf den wirklich anspruchsvoll zu fahrenden Bragi-Pass geht, haben wir in Murtatal nochmal einen Kaffee getrunken und etwas Süßes dazu gegessen und jetzt kann es losgehen. Voll schmal.
Meter breit, aber es ist 2,50 Meter. Viele Fahrradfahrer, viele Motorradfahrer, wenige Autos unterwegs. Und wir sind jetzt 1600 Meter Höhe. Wie ihr sehen könnt, ist die Abfahrt an den Glönthaler See am Samstag und Sonntag gesperrt. Das heißt, die Zufahrt zum Bragelpass geht nur über Muotatal aus. Wer also mal drüber fahren möchte, muss dies beachten. Mein Gott, das ist ja schon irre, wie dieser Glönthaler See hier in die Landschaft eingebettet ist, wenn man oben vom Bragelpass kommt. Schaut euch mal diese Aufnahmen an. Das Auge nimmt es noch viel besser wahr, wie jede Kamera, die man nutzen kann. Also diese Fahrt über den Bragelpass, das hat sich wirklich gelohnt. Die Landschaft ist wirklich extrem reizvoll. Für uns geht es jetzt an Klaus vorbei, Richtung Wattwil und dann über Krummenau und Nesslau Richtung Schwägalp-Pass. Also das ist ja manchmal schon hochinteressant, was ich manchmal so lese, wenn ich so ein Video schneide. Also, jetzt fahren wir hoch zur Schwägalp. Liegt in der Ostschweiz im Appenzellerland. Und bekannt eigentlich ist die Schwägalp für den Mord, der hier 1922 am Sentis passiert ist. Weiter oben ist die Sentisbahn und das sind eigentlich so die bekanntesten Sachen hier. Also die Auffahrt war wirklich mit dem Ausblick auf die Berge bei diesem Wetter genial, tolle Ausblicke und sehr flüssig zu fahren. Faszinierend. Nach der Abfahrt von der Schwägalp, das alles wunderbar war, fahren wir jetzt, um etwas schneller voranzukommen, Richtung Bregenz und sind in Koblach auf die Schweizer Autobahn gefahren. Das geht jetzt wirklich sehr schnell vor uns und fahren hier, ihr könnt sehen, am Bodensee entlang. Auch der Ausblick ist wirklich super.
Vor dem Grenzübergang hatten wir jetzt noch ein bisschen Stau. Das lag aber nicht daran, dass in der EU kontrolliert wird, sondern ganz einfach, weil zu viel Verkehr war. Jetzt haben wir es geschafft. Freie Fahrt für freie Bürger. Nach diesem Motto fahren wir jetzt Richtung Heimat. Und zwar die A7 hoch nach Memmingen, dann nach Ulm. Dann fahren wir runter und fahren dann Richtung Geislingen, die Geislinger Steige hoch und über den Viertle-Pass nach Hause, wo wir dann ein Bier verdient haben. Also, kurzes Resümee zu der Tour. Hervorragend, wirklich die Strecken, alles toll, wenn das Wetter mitmacht am ersten Tag, und am zweiten Tag vormittags war es ja nicht ganz so prickelnd, aber das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man es langfristig plant. Hier auch nochmal gesagt, diese Methodik der Abrechnung an dem Berghaus Oberaar hat mich massivst geärgert. Ich werde auch nicht mehr hingehen, mit keiner Gruppe mehr. Egal, ob da jetzt ein Gutschein gekommen ist oder nicht. Das hat mich richtig geärgert, auch da war ich noch beschäftigt. Und ich habe da keinen Fehler gemacht, sondern das war einfach da vor Ort. Aber gut, sei es wie es ist. Es war trotzdem eine tolle Tour. Das soll die Gesamttour nicht trüben und die Schweiz wird mich irgendwann wieder sehen. Also, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass euch vielleicht auch gefallen hat. Ein Daumen nach oben wäre natürlich super. Ein Abonnement des Kanals wäre noch besser. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Motorradtourer. Bis bald. Tschüss.